Apple ist eine heiß geliebte Aktie in vielen Portfolios von langfristig orientierten Investoren. Und wir schauen uns heute an, ob das Unternehmen langfristig generell im Moment interessant ist. Ja, Apple ist ein führendes globales Technologieunternehmen. Ich denke, jeder kennt es, ist sehr, sehr bekannt für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen, wurde 1976 natürlich von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet. Die Produktpalette umfasst sowas wie hier das iPhone. Man hat aber noch ganz andere Sachen auch im Portfolio, wie zum Beispiel die Apple Watch oder auch iPads, Mac und Apple TV, auch als Streaming-Gerät dann letztendlich. Und man versucht sich aber auch immer weiter hier von der Hardware weg zu entfernen, hin eben Richtung Software und Diensten. Und ja, da handelt es dann auch, da geht es dann um sowas wie das Betriebssystem iOS, macOS oder watchOS, beziehungsweise eben auch die Dienste iCloud und so weiter, also Apple Pay, App Store. Da macht man natürlich dann auch sehr, sehr viele Einnahmen einfach durch diese ganzen Software-Einkünfte, und man ist ja einfach bekannt für sein sehr minimalisiertes Design und hohe Benutzerfreundlichkeit und ist in den USA wirklich sehr, sehr beliebt, und wir schauen uns heute an, ob die Aktie jetzt im Moment noch kaufenswert ist, langfristig interessant ist, und wir starten jetzt als erstes mal rein mit einer News, die reingekommen ist, und zwar am Samstag, und zwar hat hier der Star-Investor Warren Buffett von Berkshire Hathaway äh, fast die Hälfte seiner ganzen Apple-Aktien verkauft, und die war ja lange Zeit, oder ist es, denke ich, immer noch, die auf Platz eins seines Aktienportfolios. Und es sind jetzt hier die News, dass er eben hier fast 50% seiner Aktien verkauft hat, und zwar ein bisschen mehr wie 49%. Und es ist aber eben jetzt hier immer noch seine größte Aktie in seinem Portfolio, beziehungsweise in dem Portfolio von Berkshire Hathaway. Und er hat jetzt hier sehr, sehr viel Cash. Also er hat jetzt hier so viel Cash, dass es zu 277 Milliarden US-Dollar sich angehäuft hat. Und Warren Buffett hat jetzt eben zu diesem Verkauf ähm, äh, zumindest zuletzt mal erwähnt, dass ein bisschen Apple zu verkaufen, den Berkshire Hathaway Aktieninhabern in Zukunft oder beziehungsweise langfristig schon etwas bringen wird, weil man eben glaubt, oder weil er eben glaubt, dass ja, die Steuern erhöht werden in den USA, und dass er jetzt eben die ganzen Einnahmen weniger versteuern muss, wie es in der Zukunft vielleicht der Fall wäre. Das hat er mal erwähnt. Ob das jetzt letztendlich der Hauptgrund ist, weiß man natürlich nicht, also warum er das verkauft. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen. Ist jetzt wahrscheinlich eher weniger schön für Apple-Aktionäre. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie die Aktie dann am Montag eröffnet. Mit dem Wissen, dass jetzt hier Warren Buffett doch so stark aus der Aktie ausgestiegen ist. Also beziehungsweise zur Hälfte natürlich. Und er hat aber auch in jüngerer Vergangenheit eine größere Position von sich auch runtergecuttet. Und zwar war das Bank of America. Da hat er eben auch hier 3,8 Milliarden dieser Bankaktien hier in 12 Tagen verkauft. Also auch sehr, sehr krass. Also man stellt sich dann schon die Frage, weiß dieser Mann etwas mehr, als was wir wissen? Oder warum verkauft er jetzt in diesem großen Rahmen einfach Aktien und hat so viel Cash? Weil, also Cash ist Trash, das ist zumindest meine Meinung. Also ich halte eigentlich nichts davon, langfristig so viel Cash zu halten, wie es Warren Buffett macht. Also ist natürlich sehr, sehr interessant zu wissen, was die Strategie dahinter ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, hier dann herauszufinden, ob sich das lohnt oder ob es die richtige Entscheidung war, die Aktie zu verkaufen. Ja, wir schauen jetzt hier in Aktienfinder rein, wie die Aktie im Moment bewertet ist, und einfach mal fundamentalen Daten an. Dividendenertrag 2 von 10 Punkten. Wachstum bei Dividende und Gewinnwachstum 6 bzw. 8 von 10 Punkten. Also eigentlich noch relativ gute Scores. Im Qualitätscheck sehen wir, dass die Aktie ja, sehr stabil ist, also stabile Steigerungen hier im Gewinn sowie im operativen Cashflow. War aber in letzter Zeit, muss man auch ehrlich sagen, jetzt nicht mehr dieses extrem dynamische Wachstum mit drinnen. Also es ist schon eher jetzt hier eine deutliche Verlangsamung zu spüren. Wir hatten jetzt zuletzt eine Payout Ratio von 15%, also das ist auch relativ niedrig, was die Dividende angeht. Entschuldigung, und die Prognosen sehen jetzt hier so aus, dass es in Zukunft in der ähnlichen Geschwindigkeit weiterlaufen soll, wie es in der Vergangenheit war. Und ja,
also grundsätzlich in Ordnung. Umsatz und Margen konnten über lange Zeit hinweg eigentlich sehr schön gesteigert werden. 2012 war mal so ein kleiner Peak. Seitdem hat sich dann eher seitwärts entwickelt, aber grundsätzlich ist der langfristige Trend definitiv aufwärts gerichtet. Gerade sehr schön sieht man das bei der Nettomarge, die hier bei 26,5% liegt und das ist auch sehr, sehr gut. Ja, wenn man hier die Verschuldung ins Gesamtvermögen anschaut, sehen wir eine Schuldenquote gesamt von 80%. Also das ist schon noch in Ordnung. Wir haben ja auch hier generell ein sehr, sehr starkes Unternehmen, was auch einfach extrem viel Cash erzeugt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und das sieht man eben auch hier an den Aktienrückkäufen und auf die Auswirkungen, auch auf den Gewinn. Also das Unternehmen kauft so viele Aktien zurück. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Und das führt auch wirklich dazu, dass die Aktie hier grundsätzlich mal beim Earnings per Share Wachstum von 19 Cent US-Dollar, also es ist schon wirklich sehr schönen Rückenwind einfach beim Gewinn erhält sozusagen. Jetzt schauen wir auf den Fair Value hier, also das ist jetzt auf Basis des bereinigten Gewinns und sehen, dass die Aktie hier laut diesem Berechnungsmodell schon äh, sehr, sehr stark überbewertet ist tatsächlich. Also wir hatten hier ein Fair Value von 131 US-Dollar und gerade sind wir laut dem Ding hier ja, 90 US-Dollar drüber. Also es ist natürlich schon sehr, sehr, tja, sehr, sehr überbewertet irgendwo. Vielleicht ist auch das der Grund, warum hier Warren Buffett so stark verkauft. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall interessant. Trotzdem, wir schauen uns hier mal an, wenn man jetzt die Aktie, hoppala, wenn man die Aktie jetzt hier oben kaufen würde und würde auf die nächsten 2 Jahren hier die Prognose setzen, dann wäre das aufs Jahr eine negative Rendite von minus 7,2%, also relativ schwach. Ja, dann hier die Bewertung auf Basis der letzten 10 Jahre. Sehen wir, dass KGV bilanziert bzw. bereinigt, KCV und KUV alle über den historischen Werten der letzten 10 Jahre liegen, auch über die letzten 8 Jahre. Und bei den letzten 5 Jahren sehen wir, dass es nur noch knapp drüber liegt, aber auch, naja, relativ deutlich im Vergleich der letzten Jahre. Also hier scheint es schon eher eine Überbewertung zu sein, gerade im Moment tatsächlich. Also macht es dann doch vielleicht etwas sinnvoller, wenn man das sich anschaut, was eben jetzt hier Warren Buffett gemacht hat. Hier grundsätzlich mal das Sankey, also Aufteilung der Segmente. Wir sehen iPhone, klar, Services, Wearables and Home, Mac und iPad. Grundsätzlich schön. Hier nochmal die Segmentaufteilung, also iPhone mit Abstand der wichtigste Umsatzanteil. Wo macht man seine Umsätze? Hauptsächlich in den USA. Das ist der wichtigste Markt definitiv. Dividendenhistorie hat man auch schon eine sehr, sehr schöne und sehr lange Historie. Man ist aber hier auch, was die Dividendenrendite angeht, deutlich unter dem 5-Jahres-Korridor. Also das auch eher schwächer tatsächlich hier an der Stelle. Wir schauen jetzt hier auf den langfristigen Chart und ich habe jetzt hier mal den Monatschart drinnen und man sieht eigentlich, dass der ursprüngliche Trendkanal hier von 2010 schon 2022 hier verlassen wurde und wir uns jetzt hier auf einem höheren Niveau eigentlich etabliert haben, was jetzt hier einen Trendkanal nicht mehr allzu sinnvoll erscheinen lässt. Aber es ist ja sowieso nur hier eine dynamische Unterstützung, die jetzt weniger relevant ist wie die vertikalen, also beziehungsweise die waagerechten Unterstützungen. Also hier die grüne zum Beispiel, und wir sehen jetzt hier, es ist sogar jetzt hier schon auf Monatsbasis, weil ich diese Korrektur schon als langfristig relevant einstufe. Und wir sehen, dass wir uns hier sehr, sehr dynamisch rausentwickelt haben bis vor kurzem und jetzt wieder langsam korrigieren. Müssen natürlich jetzt schauen, wo wir dann eröffnen nächste Woche. Es bleibt natürlich noch offen, aber grundsätzlich hätten wir noch hier schön Luft, wenn wir langsam korrigieren würden, hier runter um 12% circa wäre die nächste Zone hier sehr, sehr schön, also mit einer wirklich guten Volumenakkumulation hier unten auch eben diesen zwei Hochs als Unterstützung und dem Fibonacci Retracement und der 200-Tage-Linie, die hier unten auch noch ist, hier in leicht blau. Also da wäre auf jeden Fall mal eine sehr, sehr schöne Zone und alternativ auch hier drunter nochmal bei 180 US-Dollar rund ums 78,6er FIB. Also sind zwei schöne Zonen drunter, aber jetzt im Moment nicht spannend. Also da müsste die Aktie nochmal hier so 13 bis 15% runter korrigieren und dann sich eben hier unten stabilisieren, dann wäre es auf jeden Fall interessant. Aber es bleibt jetzt eben auch abzuwarten, wie die Aktie hier auf den Verkauf von Warren Buffett reagiert. Aber grundsätzlich auf jeden Fall eine gute Chart-Situation. Kann man nicht sagen. Ich meine, die Aktie ist fast auf All-Time-High, also ist alles in Ordnung. Und jetzt schauen wir mal die Zahlen grundsätzlich an.
Ja, wir haben eine Marktkapitalisierung von 3,37 Trillion US-Dollar, haben im Moment einen Dividenden-Yield von 0,45% und eine Price-to-Earnings-Ratio von 33. Das ist natürlich schon sehr, sehr hoch und es liegt auch deutlich höher als im Vergleich der letzten Jahre. Also die Price-to-Earnings-Ratio ist da schon deutlich höher, weil die lag eigentlich immer so bei 25 hier jetzt, wenn man das anschauen. Bei Wachstum und Profitabilität, sehr interessant. Also im Wesentlichen wächst das Unternehmen nicht mehr richtig seit 2021, nur noch sehr, sehr leicht. Also vor allem seit 2022 war der Umsatz rückläufig sogar. Die Netmarge konnte aber relativ gut gleich gehalten werden. Auch das gleiche gilt fürs Net Income. Das sieht eigentlich gut aus. Aber was beim Umsatzwachstum, das schaut sehr schlecht aus im Moment eigentlich. Also im Wesentlichen wächst man hier nur noch sehr, sehr langsam seit 2021. Ja, 52% mit iPhone. Klar, man ist sehr, sehr abhängig von diesem Hardware, Soft, ja, Handy mehr oder weniger. Und 36% hier in den USA, beziehungsweise 25% in Europa. Ja, hier Dividendensteigerung auch schon sehr, sehr viele Jahre und sehr, sehr schön mit einer sehr niedrigen Ausschüttungsquote. Also sieht alles gut aus. Debt to Free Cashflow auch in Ordnung. Das ist so mit 1,25 Jahren vom Free Cashflow ist die ganze Schuldenquote weg. Also es ist auch grundsätzlich völlig in Ordnung. Und man macht es aber auch hauptsächlich, um eben die eigenen Aktienanzahl reduzieren zu können. Also das ist schon in Ordnung. Wenn wir uns den Free Cashflow und die Cash from Operating Activities anschauen, dann sehen wir, dass die auch jetzt im Jahr 2023 zumindest rückläufig waren, aber davor auch schon noch gute Wachstumszahlen mit drin hatten und sich langfristig auch sehr schön nach oben entwickelt haben. Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine Cashflow-Maschine hier das Unternehmen und es ist sehr, sehr gut aufgestellt. Und jetzt schauen wir noch aufs Balance Sheet, also Total Debt, Net Debt. Zum Free Cashflow sehen wir aber auch, dass der Free Cashflow den Net Debt locker deckt. Also das sieht auch gut aus. Also bei der Verschuldung würde ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen. Bloß jetzt eben hier beim Revenue sehen wir, dass der 2023 rückläufig war mit minus 2%, ja, knapp minus 3% und davor hier plus 7,8%. Also boah, da finde ich die Bewertung dann doch schon ganz schön hoch dafür, dass das Unternehmen jetzt eben nicht wächst im Moment. Da muss man sich dann schon die Frage stellen, wo soll dann noch die Wachstumsfantasien herkommen? Aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Dem traue ich auf jeden Fall zu, dass man hier es schafft, neue Wachstumsmärkte zu erschließen. Wenn wir uns die Total Common Shares Outstanding anschauen, sehen wir, dass 2017 20 Milliarden ausstehend waren. Jetzt sind es nur noch 15,5 Milliarden. Also man hat die Aktienanzahl wirklich wahnsinnig stark reduziert. Also das ist sehr, sehr gut. Und das fördert natürlich auch den Aktienkurs, weil der Gewinn je Aktie dadurch steigert, sich dadurch steigert. Also sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Entwicklung hier für die Aktionäre. Hier nochmal die Price-to-Earnings-Ratio in der Vergangenheit. Die lag sogar hier 2017, 2018, 2019 mal immer so bei 18. Und das waren jetzt eben auch die Jahre, wo das Unternehmen eher wie ein Hardware-Business bewertet wurde und nicht wie ein Softwareunternehmen. Und es scheint sich aber hier das Blatt langsam zu wenden. Wenn wir die Netmargen, EBITDA-Margen anschauen, das gleiche, was wir vorhin auch schon gesehen haben, die konnten sich wirklich sehr, sehr gut entwickeln und die sind auch sehr, sehr hoch für so ein Hardware-lastiges Unternehmen. Ja, Dividendensteigerung schön, klar, wir haben einen sehr, sehr niedrigen Dividenden-Yield jetzt im Moment. War der Dividenden-Yield doch deutlich höher. Also hat auch hier teilweise schon mal so also über 1% betragen. Also ist mit diesen nicht mal 0,5% Dividende doch sehr, sehr niedrig. Und jetzt schauen wir hier noch auf den Ausblick. Also die Earnings per Share sollen weiter wachsen. Klar, man hat ja auch hier dieses 100 Milliarden US-Dollar Aktienrückkaufprogramm nochmal angekündigt. Also da sieht es weiterhin eigentlich gut aus. Beim Umsatz soll es ja auch im Jahr 2024 keine großen Sprünge geben. Im Jahr 2025 soll es dann wieder besser werden. Im Jahr von 25 auf 26 wird es aber dann wieder leichter und dann von 2026 auf 27 soll es dann wieder rückläufig sein. Also keine wesentliche Entwicklung hier von 2023 bis 2027, im Prinzip so um 10% knapp. Und das sind aber dann doch 1, 2, 3, 4 Jahre, beziehungsweise 3 bis 4 Jahre. Also das ist natürlich schon ein sehr, sehr langer Zeitraum. Also da bin ich gespannt, wie das hier weitergeht für Apple. Grundsätzlich charttechnisch sieht alles in Ordnung aus. Das Unternehmen hat eine solide Bilanz und kann auf jeden Fall sehr, sehr viel Cashflow deployen und generieren. Sieht alles gut aus. Aber wäre jetzt für mich langfristig nicht mein erster Pick, vor allem nicht bei den Magnificent Seven.
Aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man das Unternehmen hier im Depot hat. Aber man sollte da definitiv mal ein Auge drauf haben, wie sich das Umsatzwachstum entwickeln wird generell in Zukunft. Ich habe die Aktie nicht in meinem Depot und ich möchte die auch eigentlich nicht in mein Depot aufnehmen. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Unternehmen und im Moment halte ich die eigentlich weniger verkaufenswert. Also natürlich keine Anlageberatung, muss jeder mal selber wissen. Wie gesagt, eben erst wenn wir hier unten mal die 12-13% runtergenommen haben, dann kann man sich das nochmal genauer anschauen. Aber auf jeden Fall natürlich sehr, sehr gutes Unternehmen und absolut für jeden langfristig orientierten Investor eine interessante Aktie. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, ciao.